Bevor die Touristenströme kamen und die Sonne zu heiß wurde, um auf den schwarzen Basaltsteinen vor der Pyramide noch gehen zu können, mache ich mich auf den Weg, die Cheops-Pyramide zu umrunden. Sie war eine mächtige Erscheinung. Wozu war sie gut? Die Forschung zu den Pyramiden ist mit viel Fragezeichen versehen. Man vermutet viel, jedoch weiß wenig. In den 90ern untersuchte der amerikanische Geologieprofessor Dr. Robert Schoch der Boston University im Auftrag der Altertumsverwaltung mit Geoseismik das Pyramidengestein und die Wassererosion der Sphinx. Das Ergebnis zeigte ein Alter dieser Monumente bis über 12.000 Jahre. Laut der Forschung von Schoch und C14-Untersuchung im Kariako-Becken, da trafen damals heftige Sonnenflares die Erde und beeinflussten ihr Magnetfeld. Dabei wurde die schützende Ozonschicht zerstört. Mythen berichten, unsere Vorfahren konnten nur unter der Erde überleben. Sie haben ihren Körper zum Schutz mit Lehm eingerieben. Zu dieser Zeit, vor rund 12.800 Jahren, da kam es laut der Biologin Dr. Strattmann zu einer abrupten Aussterbewelle von Tieren wie Mammute, Wollnashörner, Mastodone über die gesamte Erde. Zum Erstaunen der Menschen tauen manche, schockgefroren, immer wieder aus den russischen Permafrostböden auf. Bohrkerndaten der NASA in Grönland, die weisen in dieser Zeit ein Gletscherschmelzen in einem Augenblick nach. Mächtige Wassermassen mussten sich über Länder gewälzt haben und alles mit sich gerissen. Die Meeresküsten erhöhten sich um viele Meter. Zeigt die umrissgenaue Antarktiskarte des Piri Reis von 1513, vermutlich eine Abschrift von älteren Karten, die eisfreie Antarktis vor über 12.000 Jahren. Diese Daten gehen eins mit dem Wissen des altägyptischen Hohepriesters von Sais, der eine weltweite Flutkatastrophe um 9000 vor der Zeit an den Griechen Solon berichtete. Der Historiker Al-Makrizi, der schreibt um 1400 in seinem altarabischen Buch Khitat: Ursache der Erbauung der Pyramiden war die Sternbeobachtung König Saurids, der vor der großen Flut lebte. Denn die Erde kehrte sich mit ihren Bewohnern um und die Sterne fielen herab. Auf Geheiß der Götter baute Saurid daraufhin eine mächtige Pyramide mit allem Wissen der damaligen Zeit. Er ließ auf sie schreiben: Diese Pyramide wurde gebaut, als der fallende Geier sich im Krebs befand. Denn nach der Katastrophe würde nur ein Rest der Welt übrig bleiben. Der arabische Mediziner Abd al-Latif entdeckte im 12. Jahrhundert unbekannte Zeichen an den Außenseiten der Pyramiden. War die Verkleidung da noch vorhanden? Manchmal lohnt es sich, um die Ecke zu gehen. Und voilà, ich sehe eingestanzte Hieroglyphen am Granitboller der Menkaure-Pyramide. In meinem Traum senkte sich das Himmelsgewölbe wie eine Kuppel. Die Sterne stürzten herab. Die Menschen flohen hilflos vor Schreck. Die Sterne fielen herab und einer stieß gegen den anderen mit grauenhaftem Krachen. Ich hörte auch, das Himmelsgewölbe wird wieder an seinen alten Ort zurückkehren. Daraufhin baute ich, Saurid, eine mächtige Pyramide und verzeichnete in ihr sämtliche Wissenschaft für den, der sie deuten kann. König Saurid wurde laut den Legenden des ägyptischen Volks in seiner Pyramide
vor endlosen Zeitaltern bestattet. Rings um Tempel, Sphinx und Pyramiden sehe ich Einwirkung massiver Zerstörung, wie von roher Gewalt. Tonnenschwere Steine sind ausgerissen und liegen als Trümmer im Umfeld verteilt. Jede Kultur auf der Erde hat einen Flutmythos, auch die ägyptische. Der ägyptische Rechtsgelehrte Abd al-Hakam schrieb in seinem Geschichtswerk um 800 nach der Zeit: Wären die Pyramiden nach der Sintflut erbaut, wüssten die Menschen über sie Bescheid. Hatten die Altägypter nach der Sintflut die vorhandenen Uraltgebäude als Tempel für ihre Zwecke genutzt, speziell den Taltempel? Den wollte ich erkunden und ich mache mich auf den Weg über die schwarz-grüne Basaltdecke aus vergangener Zeit, immer mit Blick auf die mächtigen Steinquader des Taltempels. Der Basaltfußboden vor der Cheops-Pyramide aus meterdicken Steinplatten ist massiv aufgebrochen. Tonnenschwere Gesteinsbrocken liegen wie zerschmettert über dem gesamten Areal verteilt. Eine gewaltige Kraft musste hier gewütet haben. Basalt ist härtestes Gestein. Er liegt auf unseren Straßen als Schotter. Mein Fuß strauchelt und ich sitze in einer Rille fest. Bei genauerem Hinsehen bemerke ich, dass sie Sägespuren aufweist. Sägespuren im bis 7 Moosherde Basalt. Wer sägte hier herum und das vor ca. 12.000 Jahren? Es war unfassbar und unverständlich. Ich bück mich, man konnte sich am aufgeladenen Basalt die Finger verbrennen. Die Sägespuren verliefen sich unter der nächsten verdeckten Steinplatte. Über das Basaltplateau erreiche ich den Taltempel der Weisheit mit seinen mächtig großen Granit- und Quarzblöcken und bin entzückt von seiner Lichtsprache. Ein wunderschöner Taltempel und unglaublicher Platz. Der offene Hof diente der Einbeziehung des Sonnenlichts. Die Architektur war nach der Sonnenbahn ausgerichtet. Der Boden besteht aus polierten Alabasterplatten, die nahmen das Licht in sich auf und strahlten es wieder ab. In altägyptischen Tempeln, da waren die Menschen ermutigt zu träumen, um ihre Realität zu verändern. Außen und innen war der Tempel mit wuchtigen Blöcken aus Rosengranit verkleidet, mit eingebasstem Steinsockel. Viele wiegen deutlich über 100 Tonnen, manche gehen um die Ecke. Die Steine sind wie mit Laser geschnitten, wie ineinander verbacken. Kein Zwischenraum war vorhanden. Bei manchen sehe ich Kristalle ineinander übergehen. Jeder Stein passte nur an der Stelle, wo er hingesetzt wurde. Bedeutete das, dass die Baumeister Steine, ja selbst Granitsteine, ohne geringsten Materialverlust teilen konnten? Der Taltempel am Fuß der großen Sphinx ist völlig schmucklos, ohne jede Inschrift, wie die meisten megalithischen Uraltmonumente. Auch das im Wasser liegende Osirion in Abydos. Man kann in Gizeh Anlagen aus mehreren vorgeschichtlichen Kulturen sehen. Die Pharaonen sahen sich als Schützer der Anlagen ihrer Vorgänger. Sie verehrten und pflegten sie und bauten ihre eigenen Monumente darauf. Der Sphinx Harmachis, Horus im Horizont, glitzert im Morgensonnenlicht. Der Löwe mit Menschenkopf war noch zu Napoleons Zeit 1798 unter dem Wüstensand begraben. Zwischen seinen Pranken errichtet Thutmosis IV. um 1400 vor der Zeit
Die sogenannte Traumstele. Die berichtet von seiner Berufung zum Pharao. Er war als Jüngster kein Anwärter auf den Thron. Eingemeißelte Hieroglyphen erzählen, damals, als das weite Land noch eine fruchtbare Steppe war, ruhte er als Jugendlicher auf der Jagd nach Löwen und Gazellen im Schatten der Sphinx, als ein Gott ihn ansprach. Ich habe gewartet, dass du das magst, was sich in meinem Herzen befindet, wissend, dass du mein Sohn bist. Nähere dich, ich bin der, der dich führt. Dieser Tagtraum zeigte Wirkkraft und Thutmosis wurde Pharao. Viele Menschen kommen auch heute für innere Leitung zum Sphinx. Was würdest du beim Sphinx lauschen? Zu den Pyramiden von Gizeh gehören noch die Nachbarpyramiden. Die mittlere, die ist Pharao Chephren zugeordnet und die kleinere Pharao Menkaure, mit bleibenden K-Kräften ein Reh, dem Sohn des Chephren. Erstaunlicherweise soll noch in 1737 eine vierte, große schwarze Pyramide am Plateau gestanden haben. Der dänische Marineoffizier Frederik Norden gibt die in seinen akkuraten Aufzeichnungen seiner Ägyptenreise an. Sicherlich wird man mit Scantechniken das recherchieren können. Die Chephren-Pyramide konnte ich gut unterscheiden, weil ihre Spitze noch Teile der Verkleidung hat. Sie ist König Djedjefre, dem Bruder Pharao Cheops, zugeschrieben. Die Abdeckung der Menkaure-Pyramide zeigt grobe, dicke Granitboller mit hervorstehenden Noppen. Die Menkaure-Pyramide sieht sehr megalithisch aus. Wenn du davor stehst, wunderst du dich, warum, für welchen Zweck haben sie sowas Monströses gebaut. Die Steinabdeckungen der Außenwände sind mächtige Kolosse. Jeder Stein ist verschieden. Es sind alles Unikate. Ist ihnen ihre Arbeitswut ausgegangen oder war das so gewollt? Denn spiegelglatt zu glätten verstanden sie härtestes Material, wie wir an granitenen Kolossalfiguren und den Innenwänden der Cheops-Pyramide sehen konnten. Also war ein Zweck dahinter? In 1902 wurden in einer ägyptischen Versammlung Ausgrabungsorte an verschiedene Länder verteilt. Die Nordamerikaner mit dem Archäologen George Reisner, bekannt für seine präzisen Methoden, die bekamen die kleinere Pyramide des Menkaure beauftragt. In einem Feld des unteren Tempels, der 20 Meter hoch mit Nilschlamm bedeckt war, gruben sie eine Halle mit 4 Säulen aus. In diesen Räumen machte Reisners Team eine sensationelle Entdeckung. Zum großen Erstaunen der Archäologen tauchten aus dem Schutt 8 hervorragend erhaltene Grauwacke-Skulpturen auf, jede mit 3 Eigenschaften in ihrer Darstellung. Der Pharao mit der weißen Krone von Unterägypten, die Göttin Hathor mit ihrem charakteristischen Kopfschmuck mit 2 Hörnern und der Sonnenscheibe und die Personifikation einer Provinz Altägyptens. Durch das Gesetz der Verteilung archäologischer Funde dieser Zeit nahm Reisner eine der Triaden und das Pharaonenpaar mit in die USA, ins dortige Museum of Fine Arts in Boston. Alle weiteren Skulpturen blieben in Ägypten. Im Kairoer Museum stehe ich vor ihrer lebensgroßen, makellosen Erscheinung. Es war mir, als schritten sie auf mich zu und durch mich hindurch. Ihr linkes Bein war vorn, eine Andeutung von Intuition. Man konnte sich in sie verlieben.
in ihre glatte Oberfläche, ihre klare, athletische Haltung, ihr feines, selbstbewusstes Lächeln. Karg, ohne überbordenden Schmuck, wirken sie aristokratisch. Das eng anliegende, hauchdünne Gewand der Göttin Hathor bringt die weibliche Form des Körpers besonders zur Geltung, als wäre sie nackt. Kopfbedeckungen des Pharao, die kamen grundsätzlich mit der Uräus-Schlange. Seltsam, sie fehlt. Woher in alles in der Welt kamen solch wunderbar elegante Statuen? Ob sie aus einer älteren, vordynastischen Zeit stammten? Denn die Altägypter hatten kein Werkzeug, den harten Granit zu glätten. Der vorzüglich dunkle Stein, Grauwacke des Wadi Hammamat, war mit hoher Kunstfertigkeit gearbeitet und glatt poliert. Grauwacke ist hartes Gestein, härter als griechischer Marmor der Moosherde 3, der leicht bearbeitbar ist. An Grauwacke mit Moosherde 6 beißt man sich die Zähne aus. Ihn übertrifft nur noch Korund und Diamant mit 10. Was wurde zum Glätten dieses harten Gesteins benutzt? Es geht ihr kein handelsübliches Schmirgelpapier. Götterstatuen waren in altägyptischer Zeit nicht zum Anschauen. Viele waren in verschlossenen Nischen aufgestellt. Man wollte ihre heilsame Kraft vor den Verunreinigungen der Außenwelt abschirmen. Keine Statue wurde zur Erinnerung oder zum Bestaunen gefertigt. Sie hatten einen tieferen Zweck. Götterstatuen wurden in einer Mundöffnungszeremonie des Ankh belebt, so dass deren Ka von ihnen Besitz ergreifen konnte. Man glaubte, dass sich Ka, der Seelenaspekt, in den Götterstatuen ausdrückte. Tatsächlich, als ich vor ihnen stehe, wirken die glatten, fein gearbeiteten Figuren wie lebendige Personen, die zeitlos im Stein lebten, als würden sie gleich aus ihm heraustreten. Die Altägypter haben den Pfad der Seele lange erforscht und kamen zu bestimmter Schlussfolgerung. Sie hatten die Idee, dass die Persönlichkeit, die sie Ba nannten, in einem ewigen Seelenlichtkörper Ka wohnte und von ihm genährt wird. Im Moment des Todes verließ der lichtvolle Ka-Körper als leuchtende Erscheinung den Materiekörper und existierte dann eigenständig weiter. Sie nannten es die Reise zu den Göttern, nach Haus kommen. Ich erinnere mich an den Übergang meiner Mutter, als aus ihr eine Helligkeit ausgetreten ist und den ganzen Raum in eine Leichtigkeit verwandelt hat. Ka galt als psychische Kraft des Menschen und gab ihm Schutz zum Gedeihen. Jeder Mensch hatte von Geburt an Ka, er wäre sonst nicht lebensfähig. Ka ließ geheime Botschaften als Intuitionen zukommen und war eine Quelle von Lebenskraft. Dieser feinstoffliche Lichtkörper geleitete ins Nachleben, denn er kam von dort und kannte den Weg. Er nahm den gesamten wertvollen Erfahrungsschatz seines diesseitigen Lebens in die andere Daseinsform mit, die man als seine eigentliche Heimat sah. Man stellte sich Ka als personenverkörperter Vogel vor, der ins Jenseits flog. Für seinen Flug wollte man ihn stärken und sicherstellen, dass er dort gut ankam. Deshalb legte man Gaben bei. Als Atum, der im Nichtseiende, die ersten Götter aus seinem Herzen im Licht erschuf, legte er seine Arme um sie. Dadurch erhielten sie ihr Ka. Die Altägypter verehrten die Tierwelt sehr und betrachteten sie als Manifestation der Götter auf Erden, die das Gleichgewicht zwischen Mensch und Gott aufrechterhielten. Der Ba einer Gottheit seine Eigenschaft,
konnte in einem Tier Platz nehmen, wie bei den Apis-Stieren. Heilige Tiere, die wurden in Tempeln mit großer Ehrfurcht behandelt. Man glaubte, dass Tiere die Sprache der Götter verstanden und man versuchte gut hinzuhören, um ihre Instinkthaftigkeit zu deuten. Man meinte, dass Tiere ihre Spiritkräfte auf die Welt übertrugen und so für ein Gleichgewicht sorgten. Als der Ka der geliebten Katze der Isis-Priesterin Ben-Reshit, die sie bei ihren Heilritualen begleitet hatte, zu den Göttern ging, rasierten sich alle im Tempel ihre Brauen. Ihr Körper war mit Sternen bedeckt, ihre Haut hatte eine blaue Farbe, ihr Kopf den von einem Tier. Mischwesen waren sie. Die Menschen Kemets nannten sie Netero und die Zeit ihres Erscheinens Zep-Tebi, den Anfang der Zeit. In Zep-Tebi, als sich Gottkräfte durch die Leere bewegten, die ursprüngliche Dunkelheit gebannt war und die Menschen im Licht erstanden, wurde das Geschenk der Zivilisation eröffnet. Mächtige Wesen, Netero, erschienen. Sie kamen nicht von der Erde, sie waren aus den Himmeln, besagt der Edfu-Tempeltext. Ihre mächtigen Eigenschaften stellten die Altägypter als einzigartige Kombination aus Mensch und Tier zoomorph dar. Ein altägyptischer Hieroglyphentext, der sagt: Ich, Atum, der Anfängliche, bin viele Gestalten, mein Wesen existiert in jedem Nether. Auf der Shabaka-Stele 8. Jahrhundert vor der Zeit, da steht: Es traten die Netero mit ihrem Ka in ihre ihnen zugedachten Körper ein, in Form von jeder Art von Holz, Mineral, Ton und Tier, von allem, was auf der Erde gedeiht. Die Nether schienen Prinzipien der Natur zu sein. Ob unser Wortstamm Natur in Deutsch und Nature in Englisch eine Entsprechung hierzu hat? Sie wurden von Atom aus der sogenannten Leere erschaffen. Die Neuzeitforschung erkennt die Leere des Universums als Raum der Manifestation, als Quantenraum, in dem die Dinge auf atomarer Ebene erscheinen. Ohne Leere in den Sägezacken könnte eine Säge nicht sägen. Unser Professor Ahmed übersetzt uns die Hieroglyphen vom Edfu-Tempel, die Mythologie vom frühen Ägypten bis in die älteste Zeit pharaonischer Geschichte und davor. Der Nether Horus Bededi, der Buntgefiederte, der aus dem Horizont hervorkommt, erschien aus der Leere als mächtiger Himmelsfalke, als Speer. Seine Sicht war scharf und zielgerichtet. Er zeigte klar den richtigen Weg. Horus legte seine Flügel schützend über die neu entstandenen Menschen. Während des Alten Reichs kanalisierte er durch Träume der Pharaonen Weisheit für Kultur und Zivilisation. War der Verlust dieses Kontaktes der spätere Untergang Ägyptens? Ma'at balancierte das Gleichgewicht kosmischer Ordnung auf einer Feder. Ma'ats Kraft bringt Ordnung in Ungerechtigkeit. Hatte man die rechte Richtung gewahrt? Hatte man die Netero, den Geist in allem, Pflanze, Luft, Tiere, Wasser, nicht geplündert oder verflucht? Polizeiliche Vernehmungen, die fanden in Kultstätten der Ma'at statt. Ma'ats Priester waren vortrefflich weise Rechtsprecher. Als sich zwei Mütter um ein Baby als ihr eigen stritten,
gebot der Richter, das Kind in 2 Hälften zu teilen. Die wahre Mutter verzichtete auf ihr Recht, und es wurde ihr zugesprochen. Osiris, Stätte des Auges, repräsentierte als Neter die Unsterblichkeit der pflanzlichen Natur und ihren Zyklus. Seine Beine waren der Nil. Jedes Jahr vereinte sich Osiris während der Überschwemmungszeit wieder im Nil. Wenn die Saat von neuem aufging, da feierten die Ägypter seine Wiederauferstehung mit großen Osirisfesten. Sie legten dabei Nilschlamm mit Saatkörnern in eine Schale, die die Form des Osiris hatte. Set in der altägyptischen Mythologie war vielfältig und geheimnisvoll. Er entzieht sich einer eindeutigen Bestimmung. Als Neter lebte Set im Urchaos, umgeben von Stürmen und unbezwingbaren Mächten. Durch ihn schufen sich neue Welten und immer wieder neue Möglichkeiten. Die Gestalt des Eisenerz war Potenz und Knochen Sets. Set konnte dem tödlichen Starren der Schlange Apophis, die tiefste Finsternis brachte, widerstehen. Netert Isis galt als Heilerin. Man sagte ihr besonders ordnende Kräfte nach. Bist du krank und bittest heute, wo das Unterste schwer über dem Obersten liegt, um Wirken des Ausgleichs von Maat? Ihre Priesterinnen waren vortreffliche Heilerinnen und Seherinnen, die in Trance zu den Netero reisten, um Hilfe zu verstehen. In ihre Traumtempel, da kam man zum Schlafen, um seinen Traum deuten zu lassen. Isis war eine kluge Magierin und die Essenz der Weiblichkeit. In ihrem Tempel von Philae haben wir mit kleinen Katzen geträumt. Isis wurde mit reichlich blauem Lotus dargestellt. Die hübsche Blume war für die Altägypter von großer spiritueller und kultureller Bedeutung. Als nämlich der Sonnengott Atum aus seiner Lotusblüte schlüpfte, erschuf Pa, das Ei, aus dem nun die Erdgöttin hervorging. Er goss seinen Samen auf das Ei und aus seinem Innern entstanden die 8 Neter. Immer wieder schaute ich auf der Reise nach der wunderschönen Seerose aus. Doch vergebens. Ich habe keine einzige gesehen. War sie mit ihren sie verehrenden Altägyptern mitgegangen? Was hat es mit der hübschen blauen Blume auf sich, die die Altägypter bei jeder Gelegenheit nutzten und auch im Schrein Tutanchamuns gefunden wurde? In den Pyramidentexten da steht, der schöne, ewig junge Nefertem, vollkommen an Sein und Nichtsein, der tauchte aus dem Urgewässer auf einer Lotusblume sitzend auf. Die Altägypter waren entzückt von der duftenden Blume. Sie trugen sie in ihrem Haar, an ihren Gürteln, sie schmückten die Wände damit. Ihre Säulen hatten Lotuskapitelle. Blauer Lotus konnte über seinen Duft sogar luzides Klarträumen begünstigen. Ein Träumen, bei dem man das Traumgeschehen bewusst verändern kann, um auf seine Realität einzuwirken. In den Tempelseen der Isis-Priesterinnen wuchs der schöne Lotus. Fühlten sich die Altägypter durch die Schönheit und Leichtigkeit der blauen Lotusblume den Netero ihren Gottkräften nahe, erleichterte er es, Botschaften der Netero zu empfangen. In der weiden, 40 Grad heißen Wüste brauchte ich nicht nach der Kühlenblüte zu suchen. Man konnte sich höchstens in den einzelnen unendlichen Sandkörnchen verlieren. So in meine Gedanken vertieft durch die Wüste strollernd, sehe ich mich urplötzlich vor einem unterirdischen Schacht in die Tiefen der Wüste stehen. Er war von der Wüste aus nicht auszumachen, würden nicht Kameltreiber
an seinem Eingang stehen. Nachts konnte man glatt hineinfallen. Schon in 1852 stieß der französische Ägyptologe Mariette in dem tiefen Wüstensand auf diese unterirdische Stätte, das sogenannte Serapeum, ein Komplex aus Katakomben und Ganggalerien. Es liegt in der Nähe der Stufenpyramide des Königs Djoser. Aus dem steinharten Untergrund waren weitläufige Tunnel und Nebenschächte für 24 granitene Steinbehältnisse herausgearbeitet, so riesig, wie sie zu jener Zeit noch kein Mensch gesehen hatte. Alle Abschlussdeckel waren etwas zur Seite geschoben. Die Steingefäße standen also einen Spalt breit offen. Ein kurzer Blick hinein genügte Mariette, um verwundert festzustellen, dass die meisten blitzsauber und leer waren, bis in ihre Ecken hinein. Die sogenannten Sarkophage konnten mit ihren plangeschliffenen Deckeln luftdicht verschlossen und versiegelt werden. War das eine wichtige Notwendigkeit? Nur ein einziger der 24 Boxen war noch versiegelt. Wie immer, wenn die damaligen Forscher nicht weiterkamen, griffen sie zu Dynamit und sprengten ein Loch in den Behälter. Surprise, auch dieser Behälter war leer. An einem drücken wir uns in den engen Gängen vorbei. Er wirkt wie unvollendet zurückgelassen. Das war anscheinend der zurückgelassene Deckel für das Steingefäß im Tunnel. Beide sind ungeglättet. Wurde das vor Ort gemacht? Die meisten Steinboxen sind außen wie innen spiegelglatt. Auf ihren Deckeln erkennt man seltsame, wie geflossene Rundungen im harten Gestein. Wurde hier eine heute nicht mehr bekannte Technik von Softening und Melting von hartem Gestein benutzt? Für welchen Zweck waren diese massiven Behälter aus einem einzigen Granitblock herausgearbeitet und mit großem Aufwand im Untergrund der Wüste deponiert? Einen Kult zu frönen macht man in der Öffentlichkeit, nicht im geheimen Unterirdischen. Die Steinbehältnisse bis 70 Tonnen schwer schienen mit unglaublichem Aufwand und höchster Präzision aus hartem, schweren Assuan-Granit wie Laser geschnitten. Assuan liegt 800 Kilometer Luftlinie entfernt. Es konnte sich kein Steinmetz, kein Geologe, kein Ingenieur, Mathematiker oder sonstiger Experte vorstellen, dass die Altägypter mit ihren einfachen Werkzeugen hier Hand angelegt hätten. Das Innere der Behälter, die Böden, Seitenwände und Innenseiten der Deckel sind absolut plan geschliffen. Die Winkel der Innenecken und Kanten weisen exakt 90 Grad auf. Der Radius der Innenecken beträgt minimale 4 mm. Wozu dieser immense Aufwand, den am Ende doch keiner sieht? Was sind das für Markierungen auf den Boxen? Es konnte keiner eine Antwort darauf geben. Waren diese Granitboxen Relikte einer vergangenen, weltweiten megalithischen Kultur, von deren Arbeit, Sinn und Zweck man nichts mehr weiß? Vorsinnflutliche megalithische Reste sieht man überall auf der Welt. Ich stehe vor ihnen jetzt unterirdisch in einem Tunnellabyrinth in Saqqara und fasse es nicht. Derzeit gibt es keine wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse über den Zweck der unterirdischen Galerie und der Riesensarkophage. Diese massiven Behälter wirken wie aus einer urtümlichen Zeit. Über ganz Ägypten werden solche Steinbehältnisse unterirdisch in Tiefen gefunden. Das Gizeh-Plateau ist mit Schächten und Tunneln überzogen. Außer dem Serapeum gibt es auf dem Gizeh-Plateau noch den 30 Meter tiefen Osiris-Schacht
mit massiven Hartsteinsarkophagen. Er wurde 1997 durch akustisches GPR-Bodenradar durch die amerikanische Dr. Hurtak Research Association entdeckt. Für ein gutes Backschisch kann man in ihn auf wackelnden, verrosteten Eisenleitern hinabsteigen. Wir wissen nichts mehr um den Zweck dieser alten Strukturen. Wir sehen ihre mächtige Schönheit und verstehen ihre Aussage nicht. Die alte 5000-jährige ägyptische Kultur wird als Hochkultur der Menschheit gesehen. Gab es eine davor ältere, von der sich die altägyptische Kultur ableitete? Zivilisationen entwickeln sich, auch die ägyptische. Die Altägypter hatten die frühere Zivilisation, aus der sie schöpften, nicht vergessen. Sie weisen in ihren Hieroglyphentexten auf eine Zivilisation vor der ihren hin, mit schönen Städten, Handel um die Welt und hohen Wissenden, die die Geschicke leiteten. Sie verehrten sie als Gottwesen und renovierten ihre Bauten. Mit ihrem Ka wollten sie in Sonnenbarken zu den Sternen im Oriongürtel reisen, woher in ihrer Mythologie ihre Vorfahren kamen. Sie vermissten sie und ihre weise Begleitung und wollten wieder mit ihnen verbunden sein.